um 3000 vor Christus kamen neue Leute aus dem Gebiet des heutigen Polen in unser Land. Und das waren Rinderzüchter, Viehzüchter, die eine sehr hierarchische Gesellschaft hatten und ausbildeten. Das wissen wir daher, weil wir an dem Abhang bei Westerhausen am Harzrand während des Straßenbaus eine dieser Bestattungen fanden. Und es handelt hier sich um die Bestattung eines mächtigen Mannes, etwa 40 Jahre alt, der unter 600 Kilo schweren steinernen Deckplatten in einer großen Steinkiste bestattet wurde. Der Mann liegt auf dem Rücken, seitlich gehockt. Er hat die typischen Gefäße der Kugelamphorenkultur dabei. Wir Archäologen benennen Kulturen häufig nach den Gefäßen, weil wir die so häufig finden. Er hat Steinbeile dabei, er hat Schneckenschmuck dabei, den Kiefer eines Ebers, also eines wilden Jagdtieres sozusagen. Und er hat für andere Stein- und Knochenhämmer dabei. Das ist aber nicht das Einzige. Man gibt diesem Mann Rinder im besten Alter mit, und zwar 6 Stiere und eine Kuh. Hier liegt eine Kuh und 5 Stiere, die sind etwa zwischen 2 und 6 Jahren alt, und die kommen nicht natürlich zu Tode, sondern die werden natürlich geschlachtet, genauso wie 2 weitere Rinder in einer Nebengrube, und das stellt einen ungeheuren Wert dar für diese Gesellschaft. Der Mann wird also mit dem Wertvollsten bestattet, was man hat, gleichsam einer kleinen Rinderherde von Zuchtstieren. Das ist also tatsächlich ein unglaublicher Schatz. Das heißt, wir haben hier etwas, was der Beginn der Moderne ist in gewisser Weise. Wir haben nämlich die Erfindung von Arm und Reich. Wir haben einen, der ganz vieles besitzt, und viele, die weniges besitzen. Das ist ein Vorgang, der am Beginn des Neolithikums noch nicht so ausgeprägt ist, der manchmal sogar abgelehnt wird, aber für uns vollkommen selbstverständlich ist. Wir sind es gewohnt, dass ganz wenige ganz viel besitzen und viele wenig besitzen. Das ist ein Vorgang, der beginnt genau in dieser Zeit um 3000 vor Christus, verstärkt sich dann in der Zeit der Himmelsscheibe um vielleicht 1600 vor Christus, also in der frühen Bronzezeit, und beschleunigt sich fast, wie sich die Bevölkerungsentwicklung beschleunigt. Also arm und reich werden hier erfunden, aber auch ein sehr kriegerischer Zugang, denn diese Hirtennomaden und Rinderzüchter sind natürlich kriegerisch, schon deshalb, weil man ihre Herden immer ganz leicht stehlen und wegtreiben kann. In Mythen und Geschichten von Rinderhirten finden wir immer wieder die Geschichte vom Rinderdiebstahl. Die Frage ist, wie diese Hirten, die Einwanderten, mit den Bauern auskamen, ob es Konflikte gab. Das können wir noch nicht auflösen, aber wir kennen die gleichzeitigen Gräber der Bauern. Die gleichzeitigen Gräber der Bauern sind ganz anders. Das sind Kollektivbestattungen, das heißt, die sind wie Häuser gestaltet, und in diesen Häusern liegen die gesamten Gemeinschaften, und wir können mit DNA sie sogar analysieren, und wir sehen, dass Mutter und Tochter, Enkel, Brüder, Cousins, dass also offenbar bäuerliche Gemeinschaften, die familiär zusammengehören, in diesen Gräbern bestattet waren. Die Keramik und die Beigaben können wir im Einzelnen nicht mehr zuordnen. Und wenn wir das rekonstruieren, dann haben wir praktisch eine begehbare hölzerne Grabkammer, in die man die neuen Toten ablegte und die alten Toten beiseite rückte. Das ist nichts anderes als die Kollektivgräber des Nordens, die aus großen Steinen gebildet werden. Also die bäuerliche Gemeinschaft, die zusammenlebt, findet hier auch im Grab zusammen, ohne Hierarchisierung. Das ist das Gegenteil von den Rindernomaden, die aus Osten einwandern, der Kugelamphorenkultur.